Falthaus meldet sich heute zum allerersten Mal von der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Denn ich bin hier an der CMT in Stuttgart für die offizielle Deutschlandpremiere eines neuen Faltcaravans aus dem Hause Isabella Camplet. Und zwar handelt es sich um den Camplet Earth, welcher sich, wie der Name bereits vermuten lässt, farblich an der Erde orientiert und deshalb mit Brauntönen und hellblauen Akzenten daherkommt. Allerdings bin ich erleichtert, dass der neue Falter am Ende doch nicht ganz so braun geworden ist, wie man mir dies noch vor einigen Monaten in Düsseldorf prophezeit hatte. Allerdings möchte ich gleich vorwegnehmen, dass es sich beim hier gezeigten Camplet Earth aktuell noch um ein Vorserienmodell handelt, bei dem doch das ein oder andere noch nicht ganz final ist. Es ist also durchaus möglich, dass sich das ein oder andere Detail, welches ich in diesem Video erwähne und zeige, bis zum angepeilten Verkaufsstart im April 2024 noch ändern könnte. Am Camplet-Anhänger selbst hat sich nichts geändert. Somit liegt das maximal zulässige Gesamtgewicht noch immer bei 500 Kilogramm, was aber gerade mit Blick auf die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen eher ein Vorteil als ein Nachteil ist. Wer wissen möchte, wie man einen vollbeladenen Camplet Passion trotz viel Camping-Equipment unter 500 Kilo hält, der kann sich jederzeit unser aktuelles Setup über die einfach zu merkende URL falt.haus im Detail ansehen. Vom Aufbau her orientiert sich der Camplet Earth übrigens am Modell Passion und nicht etwa der Variante North, und somit sollte das 18 Quadratmeter große Hauptzelt inklusive den beiden Schlafkammern wie gewohnt in 5 bis 10 Minuten aufgebaut respektive aufgeklappt sein. Schauen wir uns am besten gleich einmal die beiden Schlafkammern etwas genauer an, welche wie schon beim Passion erneut dunkel gehalten sind. Allerdings nicht über dessen integrierte Moskitogasenfront verfügen. Die Ablagefächer in den Schlafkammern des Camplet Earth wurden weiter nach oben verlegt und die Durchlüftung ist nun mittig angebracht. Dies liegt unter anderem daran, dass die aufklappbaren Fenster der Schlafkammern um 180 Grad gedreht wurden und nun nach hinten hin geöffnet bzw. abgespannt werden, was in Kombination mit der geringeren Öffnung eventuell nun auch erlaubt, diese bei Starkregen oder Gewitter offen zu lassen. Im eigentlichen Hauptzelt respektive Wohnzimmer des Camplet Earth, direkt vor den beiden Schlafkammern, wurden die zwei praktischen Lichtstreifen aus dem Passion übernommen, welche den Raum trotz des dunkleren Materials durch den Tag angenehm hell erscheinen lassen. Die Lichtstreifen wurden zur Mitte respektive zum Giebel hin verlegt und sind nun fast doppelt so groß, um noch mehr Sonnenlicht ins Innere des Faltcaravans zu lassen. Und ja, ich habe mit Absicht Giebel gesagt, da die mittlere Dachstange neu fast gerade zur Front verläuft und als Giebel fungiert. Dadurch ergibt sich zumindest in der Mitte des Zeltes eine durchgehende Dachhöhe von 2,25 Metern. Durch die neue Form ist das beim Aufbau einzusetzende Mittelstück zum Verbinden der beiden Zelthälften nun quasi ein Dreieck und auch die beiden Seitenstangen haben neu einen Knick hin zur Front, damit diese zum Vordach hinaus dann wie die Mittelstange wieder gerade werden. Apropos Vordach, dieses hat nun keine Seitenbeine mehr, sondern wird über die drei verlängernden Stangen des Hauptzeltes und den darauf aufgesetzten Querstangen gehalten. Auch die Seitenbeine des Hauptzeltes werden nun einfach in entsprechend dafür vorgesehene Löcher am oberen Gestänge gesteckt und werden nicht mehr wie beim Passion heruntergeklappt. Die Hauptzeltfront des Camplet Earth hat gegenüber dem Passion keine per Moskitogase geschützten Lüftungsmöglichkeiten mehr. Dafür wurde auf der rechten Seite eine dedizierte Tür integriert, welche sich auch entsprechend aufrollen lässt. Die 4 Fenster der Front, sprich 2 oben und 2 unten, lassen sich einzeln über integrierte Gardinen abdunkeln, wobei diese neu nach hinten gerollt werden und nicht mehr wie beim Passion zur Seite hin. Die Seiten des Hauptzeltes verfügen zwar noch über eine mit Moskitogasen geschützte Lüftungsmöglichkeit, welche neu auch witterungsgeschützt ist, allerdings fällt diese deutlich kleiner aus als noch beim Passion und dürfte aufgrund des neuen wettergeschützten Designs die Wärme eher im Inneren halten, was in kalten Gefilden natürlich von Vorteil ist, im sonnigen Italien aber zum Problem werden könnte. Speziell an den Seitenteilen ist auch noch, dass nur die oberen beiden Fenster ebenfalls über integrierte Gardinen abgedunkelt werden können. Die unteren beiden Fenster sind satiniert, sprich wie bei einem Milchglas nur teildurchlässig, lassen sich aber nicht abdunkeln, was eventuell am Abend, gerade mit Kindern, nicht ganz so ideal sein dürfte. Aber dazu bräuchte es erst Erfahrungen in der Praxis.
Rundherum wurde dem Campbell Earth Außenzelt übrigens eine neue Reihe Ösen spendiert, mit denen man die Seitenwände und die Front optional noch mehr abspannen könnte, als nur über die Heringe am Boden. Zudem lassen sich Front- und Seitenteile, wie beim Campbell Passion auch, wieder komplett entfernen. Werfen wir nun aber einen Blick in bzw. zuallererst auf die Küche, denn hier auf der CMT sieht man im Campbell Earth auch zum allerersten Mal die neue Allround-Küchenvariante ohne Gaskocher. Ideal für Camper, die bereits voll elektrisch mit einer Induktionsherdplatte unterwegs sind und gar kein Gas mehr benötigen. Natürlich kann man aber auch weiterhin sein Campbell mit einer Allround- oder Deluxe-Küche mit Gaskocher ausstatten oder gänzlich auf eine eingebaute Küche verzichten. Hier auf der Messe steht die Küche zudem unter dem neuen optionalen Campbell Earth Küchensonnendach, wobei ich das Ganze eher als Küchenzelt bezeichnen würde. Denn dank einer fixen Rückwand mit ausklappbarer Durchlüftung, einem optionalen Seitenteil mit integrierter Tür und einer optionalen Front lässt sich das Küchensonnendach erstmals komplett schließen. Auch bleibt dieses dank einem am kompletten Küchensonnendach entlang verlaufenden Gestänge neu auch ohne Abspannung von alleine stehen, da dieses über Klemmen am Gestänge des Hauptzeltes angebracht wird. Die hier im Video gezeigten Klemmen sind allerdings nur ein Provisorium. Bis zum offiziellen Verkaufsstart wird die finale Lösung noch ausgearbeitet und auch an der Höhe des Küchensonnendaches bzw. Zeltes dürfte sich noch etwas ändern. Interessant ist, dass das Gestänge nach oben hin durch das Zeltdach sticht. Somit ist man also wie von den Wohnwagenvorzelten gewohnt, neu auf die sogenannten Dropstops angewiesen, um zu verhindern, dass der Regen an diesen Stellen nicht doch ins Innere wandert. Etwas schade finde ich, dass beim Seitenteil und der Front des Küchenzeltes keine zusätzlichen Lüftungsmöglichkeiten mit Moskitogasen integriert wurden. Das Küchenzelt verfügt zudem über keinerlei Gardinen für etwas Privatsphäre. Dafür soll es aber einen optionalen Boden für das Küchenzelt geben, damit man bei Regen nicht im Wasser stehen muss. Damit aber nicht genug, der Campbell Earth soll geradezu durch sein modulares Design brillieren und so sind neben dem Küchensonnendach bzw. Zelt noch viele weitere Anbauten vorgesehen, welche sich teilweise sogar beliebig kombinieren lassen. Wie schon bei den Modellen North und Passion wird es einen Anbau für die der Küche gegenüberliegende Seite geben, mit dem man beispielsweise eine weitere Schlafkammer für noch mehr Personen schaffen kann. Dann gibt es noch ein optionales, komplett geschlossenes Vorzelt für den Earth, analog zum Passion Sonnendach mit dazugehöriger Front, welches auch erstmals mit einem optionalen Boden ausgestattet werden kann, und ein Earth Sonnendach, welches etwas kürzer ausfällt als die bisherigen Sonnendächer, dafür aber sowohl am Vorzelt als auch direkt am Hauptzelt montiert werden kann, je nachdem wie viel Platz man gerade benötigt oder wie lange man an einem Ort campieren möchte. Sogar zwei weitere Anbauten zum Verbinden des Küchenzeltes mit dem Vorzelt sowie dem Sonnendach sind angedacht, was natürlich die überdachte Wohnfläche nochmals größer machen würde, beispielsweise um einen Unterstand für Fahrräder oder einen Grill zu schaffen. Allerdings gibt es bislang nur einige Fotos vom offenen Sonnendach und noch keinerlei Angaben zu Größen, Funktionalitäten und Preisen der unterschiedlichen Anbauten respektive Module. Der Campbell Earth selbst startet preislich bei knapp 11.000 € ohne Auflaufbremse und 12.000 € mit Auflaufbremse und soll ab April 2024 ausgeliefert werden können. Bis dahin haben wir hoffentlich auch die restlichen Spezifikationen, gerade was die Anbauten anbelangt, beisammen und können das Ganze dann 1:1 mit dem Campbell Passion vergleichen, um die Pros und Kontras abzuwägen. Schließlich kann sich vom Vorserienmodell hier auf der CMT bis hin zum finalen Produkt doch noch das ein oder andere ändern. Ich hoffe, euch hat die erste und möglichst ausführliche Vorstellung des Campbell Earth gefallen. Falls euch noch irgendein Detail oder eine spezifische Info fehlt, dann lasst es mich gerne über die Kommentare unter diesem Video wissen. Ich versuche das Ganze nach Möglichkeit direkt zu beantworten oder in nützlicher Frist über den Hersteller an die entsprechenden Infos zu kommen. Das war's fürs Erste aus Stuttgart. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!